Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei beide sind gerade auf dem Gipfel des Schliefkopf, sprich auf der dritten Etappe des Baiersbronner Seensteigs. Im Schwarzwald. Ja, genau, im Schwarzwald, in der Nationalparkregion. Und hier war ich auch schon vor 4 Wochen gewesen. Da bin ich ja den kompletten Baiersbronner Seensteig mit der Beate schon gelaufen. Bei sehr viel schlechterem Wetter. Bei sehr viel schlechterem Wetter, genau. Und habe gesehen, bei der dritten Etappe gibt es eine Variante. Die wollte ich dann auch unbedingt noch laufen. Und ja, da die Anne das letzte Mal dabei war, Kam ich jetzt doch noch in den Genuss. kamen sie jetzt doch noch ein bisschen in den Genuss vom Seensteig. Und ihr kommt jetzt tatsächlich auch in den Genuss von beiden Varianten der dritten Etappe. Einmal ja, bei nicht ganz so schönem Wetter. Ja, heute sieht es ein bisschen anders aus, von einem Extrem ins andere quasi. Aber ich würde sagen, mir schwätzt gar nicht so viel, also vor allem ich, gell. Und ja, dann würde ich sagen, schaut euch mal die beiden Varianten an und danach sehen wir uns mal noch für ein kleines Fazit zur dritten Etappe wieder. Start unserer dritten Etappe war bei Premium-Sichtverhältnissen am Schliefkopf. Nach kurzem Weg kamen wir auch schon zum ersten Höhepunkt, wortwörtlich, nämlich dem Gipfel desselben. Kurze Zeit später teilte sich die dritte Etappe und wir mussten uns für eine Variante entscheiden. Entweder die kürzere Variante dem Westweg folgend oder die längere über das Kaisersteigle. Ob des Wetters und dem vorhergesagten Unwetter für den Nachmittag wählten wir die kürzere Route. Wie auch am Vortag zeichnete sich der Weg durch eine nicht geringe Feuchtigkeit aus. Man nannte ihn auch der Weg, der ein See sein wollte. Kommst du vor beim Hindernislauf? Wassergräben, Hürden. Etwas kurios wurde es, als uns ein Schirm mitten auf dem Weg begegnete. Ich meine, wieso lässt man bei so einem Wetter seinen Schirm zurück? Es wird wohl für immer ein Mysterium bleiben. Ein weiteres Highlight war schließlich die Skisprungschanze am Ruhestein. Nachdem wir die Schanze passiert hatten, kamen wir zum Ruhestein selbst. Hier treffen übrigens die Varianten wieder aufeinander. Nun folgte ein steter Wechsel von breiten und schmalen Wegen bis hin zu etwas anspruchsvollerem Untergrund mit Felsen und Wurzeln. Unterwegs hätte es auch wieder einige schöne Aussichten geben können, wäre die Suppe um uns herum nicht gewesen.
Schlussendlich erreichten wir unser Ziel, den Mummelsee. Ihr seht ihn nicht? Na gut, ich gebe euch mal eine kleine Hilfestellung. So sah er 4 Wochen später aus, als Anne und ich die Kaisersteigle-Variante wanderten. Dann schauen wir uns diese doch auch gleich mal an. Los ging es am Mummelsee, also andersherum, als Tobi zuvor mit seiner Tante gelaufen war. Wie ihr seht, war das Wetter deutlich besser. Dafür durften Tobi und ich nun bei über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit ordentlich schwitzen. Zunächst ging es auf genau dem gleichen Weg wie ein paar Wochen zuvor wieder zurück in Richtung Ruhestein. Durch das viel bessere Wetter glaubte Tobi, auf einem ganz anderen Weg unterwegs zu sein. Boah, guck mal, man sieht was. Ein bisschen. Das hatten wir ja gar nicht, ne? Ja, da hast du ja gesehen, ein bisschen Nebel, keine Straße, nix, ne? Aussicht. Hier nochmal ein kleiner Vergleich. Die Aussicht 4 Wochen zuvor und an ähnlicher Stelle mit selber Blickrichtung heute. Allerdings, feucht und schlammig war der Boden auch jetzt an einigen Stellen immer noch. Am Ruhestein angekommen, ging es dann auf der Kaisersteigle-Variante weiter. Nun aber unten an der Skisprungschanze vorbei, nicht oben. Während die Westweg-Variante ziemlich geradezu über schmale Pfade ging, war die Kaisersteigle-Variante in Teilen etwas wilder. Gerade dieser vordere bzw. hintere Abschnitt, je nach Laufrichtung, war sehr schön. Der Mittelteil der Variante verlief über einen breiten Forstweg, ging dann aber noch einmal schön über einen schmalen Pfad zur Schwarzwald-Hochstraße weiter.
über die Straße hinweg kamen wir auch zum Abzweig und bogen auf die letzten Meter Richtung Schliffkopf. Ja, da haben wir es geschafft. Die dritte Etappe des Baiersbronner Seensteigs ist gelaufen. Ja, ich fand es insgesamt sehr gut, beide Varianten, sowohl die kürzere Westweg-Variante, die auch schön über schmale Pfade ging, als auch jetzt die Kaisersteigler-Variante, die starken Anfang, starkes Ende, ja, und ein bisschen Forstweg im Mittelteil hatte. Ja, wie fandest du es? Ja, kann ich mich nur anschließen. Also wie gesagt, viel schmaler Pfad, was ich ja auch immer sehr gerne laufe. Von den Höhenmetern her sehr moderat. Also für mein Gefühl, so wie wir es jetzt gelaufen sind, ging es eigentlich, würde ich sagen, fast mehr runter wie hoch. Sehr angenehm, gerade bei den bei den Temperaturen war das jetzt heute sehr schön. Und wie gesagt, da dieses über Steine und über Wurzeln ist schön. Sehr, sehr schön. Genau, also Großteil der Etappe läuft ja schon parallel, ist ja nur der Mittelteil, wo man dann die Varianten hat. Heute sind wir es ja in die andere Richtung gelaufen, statt vom Schliffkopf zum Mummelsee. Habt ihr auch im Video gesehen, da ist gerade auf der Schwarzwald-Hochstraße eine Baustelle, dementsprechend kann man nur Richtung Mummelsee fahren. Deswegen haben wir gesagt, naja, dann starten wir ab dem Mummelsee, laufen die andere Richtung. Und ja, auch in die Richtung war es auch sehr schön zu laufen. Ja, also insgesamt dritte Etappe, egal welche Variante, ist top. Macht Laune, habt viel zu sehen. Jetzt bei dem Wetter natürlich auch endlich mal schöne Aussichten. Das hat uns ja bei der Tour mit der WA, da hat mir das ja so ein bisschen gefehlt vor ein paar Wochen. Ja, gut. Ja, was allerdings gleich geblieben ist bei beiden Varianten, sie waren beide sehr nass. Es war doch noch überraschend nass jetzt 4 Wochen später. Genau, also Na, war nicht nur der Weg. Auch man selbst. Genau, auch man selbst, genau. Das Ergebnis war das gleiche. Am Ende bei der Etappen war man dann doch sehr nass gewesen. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und natürlich wie immer viel Spaß beim Wandern.